wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen bei Lana Locker. Ich bin Anki und ich bin hier, um wieder mehr Kreativität in deinen Alltag zu bringen. Und heute habe ich diesen Cardigan hier mitgebracht. Ich habe den gefühlt bestimmt 1 Milliarde Mal auf TikTok gesehen, diesen Hexagon-Cardigan. Und ich wollte den unbedingt die ganze Zeit schon nachmachen, weil er super einfach aussah. Und ein kleiner Spoiler vorweg. Ganz so einfach, wie ich dachte, ist es dann doch nicht. Ich bin nämlich davon ausgegangen, dass man einfach 2 Sechsecke häkelt und das Ganze dann halt eben zu einem Cardigan verbindet und fertig ist das Projekt. Ganz so einfach ist es dann doch nicht, aber ich würde sagen, fortgeschrittene Anfänger kriegen das auf jeden Fall hin, vor allem mit meiner Anleitung. Wir brauchen dafür den Granny Stitch. Falls ihr nicht wisst, wie das geht, keine Panik, ich zeige euch jetzt gleich Schritt für Schritt, wie ich da vorgegangen bin. Was wir dafür brauchen, ist natürlich Wolle. Wer hätte das gedacht? Ich habe das Ganze gehäkelt mit der Happy Uni von Gründel und ich habe von diesem Weißton 3 Knäuel gebraucht und von diesem hellen Blauton ein bisschen mehr als 1 Knäuel. Ich würde sagen, mein Cardigan entspricht jetzt ungefähr einer Größe M. Ihr braucht natürlich ansonsten noch eine Schere und eine Stopfnadel, um am Ende die Fäden zu vernähen. Und ich habe das Ganze mit einer 4,5 mm dicken Häkelnadel gehäkelt. Und mehr gibt es gar nicht zu sagen. Wenn ihr das Ganze nachmacht, dann markiert mich unbedingt auf Instagram. Ich bin nämlich wahnsinnig gespannt auf eure Ergebnisse. Und dann würde ich sagen, schnappt euch jetzt Wolle und Häkelnadel und los geht's. Wir starten jetzt direkt mit dem Sechseck und um das Sechseck anzufangen, brauchen wir jetzt als allererstes einen magischen Ring. Falls ihr nicht wisst, wie der geht, dann schaut jetzt mal hier oben, da müsst ihr jetzt so ein Symbol aufploppen, wo ich euch jetzt mein Anfängervideo zu dem magischen Ring verlinke. Schaut da gerne nochmal nach, ansonsten verlinke ich euch das auch nochmal unten unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Und ich mache jetzt hier erstmal meinen magischen Ring. Und wenn ihr den habt, dann machen wir jetzt als erstes 3 Luftmaschen, um das Ganze schon mal zu fixieren. Und diese 3 Luftmaschen, die gelten jetzt auch als unser erstes Stäbchen. Und zwar arbeiten wir jetzt in diesen Ring 6 Gruppen hinein und jede Gruppe besteht aus 3 Stäbchen und die Gruppen sind jeweils getrennt durch eine Luftmasche. Und wir haben ja jetzt hier schon unser erstes Stäbchen bzw. unser Ersatzstäbchen. Das heißt, um diese erste Gruppe jetzt zu vervollständigen, brauchen wir jetzt hier noch 2 Stäbchen. Und die arbeiten wir jetzt halt hier in diesen magischen Ring hinein. Das heißt, ich schlage um und gehe hier rein und mache ein Stäbchen. Und dann mache ich noch mein zweites Stäbchen. Und danach eine Luftmasche. So, und jetzt habe ich hier schon meine erste Gruppe und davon brauchen wir jetzt, wie gesagt, 6 Stück. Das heißt, wir machen jetzt unsere zweite Gruppe, die auch wieder aus 3 Stäbchen besteht. Das war das erste. Dann machen wir noch das zweite Stäbchen und noch ein drittes Stäbchen. Und auch hier machen wir jetzt anschließend wieder eine Luftmasche. So, den ganzen Spaß machen wir jetzt noch insgesamt 4 Mal. Ein Stäbchen, das zweite Stäbchen und noch ein drittes Stäbchen. Dann kommt wieder eine Luftmasche. Die Hälfte haben wir jetzt schon. Also wir haben jetzt hier schon unsere 3 Gruppen. Das heißt, 3 brauchen wir noch. Wir schlagen wieder um, machen ein Stäbchen, noch ein zweites Stäbchen und ein drittes, dann wieder eine Luftmasche. Ich ziehe jetzt hier auch schon mal so ein bisschen am Faden, damit das Ganze ein bisschen kleiner wird. Jetzt brauchen wir noch 2 Gruppen. Das heißt, ich mache ein Stäbchen, noch ein zweites Stäbchen und noch ein drittes Stäbchen, gefolgt von einer Luftmasche und jetzt noch ein letztes Mal ein Stäbchen, das zweite Stäbchen und mein drittes Stäbchen und eine Luftmasche. So, und jetzt könnt ihr hier an dem Faden ziehen, damit das Ganze eng gezogen wird. Und damit haben wir jetzt schon hier unser
kleines Sechseck gehäkelt und wir schließen jetzt diese Runde, indem wir hier bei dieser Luftmaschenkette am Anfang, also bei den 3 Luftmaschen, in die oberste Luftmasche reingehen, hier in die dritte, und dort einfach eine Kettmasche reinmachen. So, wie ihr sehen könnt, sind jetzt hier so 6 kleine Ecken entstanden, und zwar immer dort, wo wir dann die Gruppen jeweils mit einer Luftmasche getrennt haben. Und also das ist hier unsere erste Ecke, die zweite, dann haben wir hier die dritte, die vierte, die fünfte und hier ist die sechste. Und wir befinden uns ja jetzt hier und die nächste Ecke ist diese hier. Und wir arbeiten jetzt immer in diese Ecken hinein und dafür müssen wir jetzt natürlich von diesem Punkt erstmal hier in die Ecke kommen und das erreichen wir, indem wir einfach in Kettmaschen dorthin gehen. Ich zeige euch das mal. Also ich bin ja jetzt hier in dieser Masche drin. Das heißt, mir fehlt jetzt hier noch diese Masche und danach bin ich hier schon in der Lücke angekommen, in dieser Ecke. Das heißt, ich mache hier in diese Masche einfach auch nochmal eine Kettmasche rein. Und jetzt mache ich hier in diese Ecke auch noch eine Kettmasche rein. Und jetzt bin ich in der Ecke drin und kann jetzt hier weiterarbeiten. So, und zwar machen wir jetzt in diese Ecken hinein auch wieder Grüppchen. Und zwar machen wir hier jeweils 2 Gruppen, die auch wieder aus 3 Stäbchen bestehen und das Ganze trennen wir dann wieder durch eine Luftmasche. Ich zeige euch das Ganze mal. Wir müssen hier am Anfang jetzt natürlich wieder erstmal in die Höhe kommen. Das bedeutet, das erste Stäbchen wird jetzt wieder ersetzt durch 3 Luftmaschen. So, die 3 Luftmaschen habe ich jetzt. Und um die erste Gruppe zu vervollständigen, muss ich jetzt hier noch 2 Stäbchen reinmachen. Das war das erste und jetzt noch das zweite. Und damit habe ich jetzt schon mein erstes Grüppchen. Dann mache ich jetzt hier eine Luftmasche und hier in diese gleiche Ecke mache ich jetzt noch meine zweite Gruppe, die auch wieder aus 3 Stäbchen besteht. Das war das erste Stäbchen, das zweite und dann noch ein drittes. Und auch hier mache ich jetzt wieder eine Luftmasche am Ende von dieser Gruppe. Dann gehe ich weiter zu der nächsten Ecke, zu dieser hier. Und hier mache ich jetzt das gleiche Spiel rein. Auch hier kommen jetzt erstmal 3 Stäbchen rein. Zwei und noch das dritte. Dann wieder eine Luftmasche und danach kommen hier in dieselbe Ecke wieder 3 Stäbchen rein. Und noch das dritte Stäbchen. Und danach auch wieder eine Luftmasche. Und das gleiche macht ihr jetzt auch noch in die restlichen 4 Ecken rein. Also hier in diese Ecke arbeitet ihr das gleiche nochmal rein, dann in diese hier und dann in diese. Und wenn ihr hier dann angekommen seid, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt hier am Ende angekommen. Ich habe in jede Ecke reingehäkelt und meine 2 Grüppchen gemacht und die auch wieder jeweils durch eine Luftmasche getrennt. Ich habe jetzt hier mein zweites Grüppchen. Jetzt fehlt mir hier nur noch am Ende natürlich meine Luftmasche. Und dann schließen wir jetzt diese Runde, indem wir wieder in die oberste Luftmasche von der kleinen Luftmaschenkette am Anfang reingehen, und zwar hier in die dritte. Und da stechen wir halt jetzt einfach ein und machen eine Kettmasche rein. Na. So, jetzt sind wir bei Runde 3 angelangt und die wiederholt sich jetzt quasi immer wieder. Also ihr seht, dass wir jetzt hier weiterhin halt diese 6 Ecken haben. Also hier 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Aber zwischen diesen Ecken sind jetzt auch wieder hier diese Lücken entstanden. Und zwar haben wir ja die Ecken jeweils auch wieder durch eine Luftmasche getrennt. Das heißt, hier sind jetzt diese
Lücken deswegen halt entstanden. Und ab dieser Runde arbeiten wir auch in diese Lücken hinein. Das heißt, in die Ecken machen wir weiterhin das Gleiche, was wir eben in der Runde schon gemacht haben. Aber wir arbeiten jetzt halt auch eben in diese Lücken hinein und das wird halt alles wieder mit einer Luftmasche dann getrennt und dadurch entstehen jetzt immer mehr Lücken in den nächsten Runden. Aber ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt mal, dann könnt ihr das Ganze anwenden auf die nächsten Runden auch. Als erstes müssen wir jetzt erstmal wieder in diese Ecke hier reinkommen. Und zwar machen wir dafür hier erstmal eine Kettmasche in die nächste Masche. Dann hier auch wieder eine Kettmasche in die nächste Masche. Und dann machen wir noch eine Kettmasche hier in diese Ecke rein. Und jetzt sind wir hier in der Lücke angekommen. Und hier machen wir jetzt das Gleiche, was wir eben die ganze Zeit schon gemacht haben. Wir müssen jetzt hier als allererstes in die Höhe kommen und machen unser erstes Stäbchen jetzt, das quasi ersetzt wird durch 3 Luftmaschen, gefolgt von 2 Stäbchen. Dann kommt wieder eine Luftmasche, um das Ganze abzutrennen. Dann wieder 3 Stäbchen. Dann eine Luftmasche und jetzt sind wir hier in dieser Lücke drin und hier kommen jetzt auch einfach 3 Stäbchen rein. Danach macht ihr dann jetzt wieder eine Luftmasche und dann arbeiten wir jetzt hier in diese nächste Ecke rein und da kommen jetzt wieder unsere 3 Stäbchen. Gefolgt von einer Luftmasche und dann wieder 3 Stäbchen rein. Eins fehlt noch. So, das ist das dritte. Und ihr seht schon, in der nächsten Runde haben wir dann jetzt hier nicht nur eine Lücke, sondern 2. Also hier wird es dann immer um eine Lücke erweitert pro Runde quasi. Und das Prinzip geht aber jetzt immer genau gleich weiter. Also hier muss ich jetzt natürlich wieder eine Luftmasche machen. Dann habe ich jetzt hier wieder meine Lücke. Das heißt, hier kommen jetzt wieder 3 Stäbchen rein, dann wieder eine Luftmasche und dann kommt hier wieder ganz normal die Ecke. Und so arbeitet ihr jetzt in diesem Prinzip eben weiter. Und zwar macht ihr das jetzt, bis ihr 7 Runden voll habt mit dieser blauen Farbe jetzt hier. Und danach haben wir einen Farbwechsel und wie ihr den macht, das zeige ich euch dann gleich am Ende der 7. Runde. So, ich bin jetzt hier am Ende meiner 7. Runde angekommen. Ich habe jetzt hier meine letzte Gruppe mit 3 Stäbchen gemacht, danach eine Luftmasche und jetzt schließe ich die Runde erstmal ganz normal mit einer Kettmasche hier in die oberste Luftmasche. Und danach gehe ich jetzt hier erstmal in Kettmaschen in diese Lücke wieder hinein. Das heißt, ich mache in die nächste Masche eine Kettmasche, danach in die Masche auch noch eine Kettmasche. Und hier in diese Lücke muss ich ja jetzt auch wieder eine Kettmasche reinmachen, aber die mache ich jetzt nicht mehr mit meiner blauen Farbe, sondern ich nehme mir jetzt hier schon meinen weißen Faden, lege mir den zurecht und gehe jetzt hier eben in die Ecke rein und nehme mir aber jetzt meinen neuen Faden und mache dann jetzt hier meine Kettmasche. Und das war es eigentlich auch schon zum Farbwechsel. Also jetzt geht es ganz normal weiter, aber halt mit dem neuen Faden. Das heißt, hier startet ihr dann jetzt auch wieder mit 3 Luftmaschen, dann 2 Stäbchen, eine Luftmasche und dann wieder 3 Stäbchen hier in die Ecke. Und in die Lücken arbeitet ihr auch ganz normal weiter. Also ihr häkelt jetzt ganz normal weiter wie die ganze Zeit schon. Und das Ganze macht ihr jetzt so lang, bis ihr euren Armumfang erreicht habt. Aber das zeige ich euch jetzt gleich am besten mal. So, wenn wir uns jetzt hier unser Sechseck angucken, dann könnt ihr schon erkennen, dass das hier jetzt so ein bisschen krumpelig ist. Also es liegt nicht mehr so glatt flach, sondern es fällt ein bisschen in sich zusammen. Aber das ist auch kein Problem, weil genauso soll es nämlich sein.
Und zwar, wenn ihr das jetzt so zusammenlegt, dass ihr hier 2 Ecken zusammennehmt und den Rest dann einfach so platziert, dann könnt ihr die Form von eurem Cardigan schon gut erkennen. Und zwar drehe ich das jetzt hier so mal so ein bisschen seitlich und das wird jetzt der Armbereich und das ist jetzt die eine Seite von eurem Körper. Das ist die Vorseite und hier dann die Rückseite. Aber hier dieses Stück, das muss halt so groß sein, dass euer Arm da bequem durchpasst. Deswegen jetzt am besten mal euren Armumfang abmessen und dann häkelt ihr jetzt so viele Reihen in der weißen Farbe, bis ihr eben euren gewünschten Armumfang erreicht habt. Und das muss dann halt eben ganz bequem hier reinpassen. Das könnt ihr dann entweder mit dem Maßband nur abmessen oder ich würde euch empfehlen, dass ihr das nach jeder Reihe dann einmal kurz hier anprobiert, dass ihr einmal hier euren Arm quasi reinlegt und dann guckt, wenn ihr das hier oben zusammennähen würdet, ob das dann bequem hier reinpasst, euer Arm. Und genau, dann häkelt ihr jetzt erstmal, wie gesagt, so viele Reihen, wie ihr eben jetzt noch häkeln müsst, damit euer Arm da gut und bequem reinpasst. Und dann zeige ich euch, wie es dann danach weitergeht. Also nochmal kurz zur Erklärung, damit ihr das besser verstehen könnt, wie ich das meine mit dem Abmessen, damit ihr wisst, wie viele Reihen ihr häkeln müsst. Also, das ist ja jetzt hier unsere Form. Das wird dann so aussehen. Hier oben wird das Ganze zugenäht bzw. zugehäkelt und das wird dann halt unser Ärmel. Und hier an der Seite haben wir dann halt einmal hier unser Vorderteil und das ist das Rückteil, was halt am Rücken dann ist. Und um jetzt zu gucken, ob der Ärmel passt, könnt ihr das zum einen natürlich zwischendurch anprobieren, was ich euch empfehlen würde, weil das ist die beste Methode, um das zu überprüfen. Und dann könnt ihr einfach hier mal so ein bisschen den Arm reinmachen. Das ist ein bisschen tricky, das gebe ich zu. Und dann müsstet ihr hier einfach mal ein bisschen gucken, ob das passt. Also ob ihr da mit eurem Ärmchen gut reinkommt und ob da noch so ein bisschen Luft ist, weil es soll natürlich auch nicht zu eng sein. Ich möchte, dass das Ganze auch so ein bisschen oversize ist, deswegen passt das jetzt bei mir super. Andererseits könnt ihr das natürlich auch mit einem Maßband machen. Dafür nehmt ihr dann einfach hier die Maße bzw. den Umfang von eurem Arm. Guckt dann, was ihr hier habt und dann teilt ihr diese Zahl einfach durch 2 und könnt dann hier einmal abmessen. So, und könnt dann hier einmal abmessen, ob ihr diese Zahl hier schon erreicht habt. Und anhand dessen wisst ihr dann, wie viele Reihen ihr noch häkeln müsst oder ob ihr jetzt schon genug Reihen gehäkelt habt. So, ich habe mal ein bisschen rausgezoomt, damit ihr besser sehen könnt, was wir jetzt machen. Ich bin jetzt am Ende von meiner Runde 13 und die nächste Runde, also Runde 14 in meinem Fall, die wird jetzt die Runde sein, in der wir dann das Ganze an der Schulter oben zusammen häkeln. Und dafür werden wir jetzt nicht eine komplette Runde nochmal häkeln, sondern wir häkeln jetzt nur von hier, also hier ist der Anfang, bis hier in die letzte Ecke rein. Aber wir werden diese Seite dann nicht behäkeln. Also wir werden nicht von der letzten Ecke dann wieder zur ersten Ecke häkeln. Und die erste und die letzte Ecke, die werden wir auch jeweils nur halb machen. Das bedeutet, hier ist jetzt der Anfang. Ich habe jetzt hier schon meine Kettmaschen gemacht, um bis hier zu der Ecke zu kommen. Und hier machen wir jetzt auch wieder ganz normal 3 Luftmaschen, um in die Höhe zu kommen. Und zusätzlich zu den 3 Luftmaschen machen wir jetzt noch 2 Stäbchen rein. Also damit haben wir dann quasi die Hälfte von dem, was wir normalerweise in die Ecken reinarbeiten. Und machen dann jetzt hier ganz normal weiter mit einer Luftmasche. Hier kommen wieder dann ganz normal eine Gruppe mit 3 Stäbchen rein. Und hier die anderen Ecken, die häkelt ihr auch ganz normal. Außer, wie gesagt, wenn ihr jetzt hier oben bei der letzten Ecke ankommt, hier, diese Ecke wird auch nur halb gehäkelt. Also das bedeutet, hier kommen auch nur 3 Stäbchen rein. Und dann hört ihr auf. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder, wenn ihr hier in dieser Ecke angekommen seid. So, ich habe jetzt hier einmal fast rumgehäkelt. Also wie gesagt, hier war der Anfang, hier ist das
Ende und diese Seite habe ich jetzt freigelassen. Mir fehlt jetzt hier in der letzten Ecke, wie gesagt, noch die Hälfte von dem, was wir normalerweise in die Ecke machen. Und zwar sind das hier einfach nur 3 Stäbchen. 2 und noch das dritte. So, dann könnt ihr das jetzt so ein bisschen lang ziehen, damit wir hier gut hantieren können. Und jetzt legen wir einfach diese letzte Ecke auf die erste Ecke drauf und lassen dann das Ganze richtig in sich zusammenfallen. Und dann müsstet ihr jetzt so eine L-Form rausbekommen. So sieht das Ganze jetzt aus. Das ist jetzt unser Arm, also hier wird die Armöffnung sein. Und wir wollen das Ganze jetzt hier an der Schulter zusammen häkeln. Und dafür drehen wir uns das Ganze dann jetzt einmal so, dass wir das hier oben haben. Und hier war jetzt unser Endfaden und hier häkeln wir jetzt einfach weiter. Und zwar wollen wir die beiden Seiten ja jetzt verbinden. Dafür mache ich jetzt hier 3 Luftmaschen. Und dann suche ich mir jetzt hier auf der anderen Seite den obersten Punkt. Also ich gehe hier einfach von unten rein und ziehe mir den Faden jetzt durch. Als nächstes mache ich jetzt hier wieder auf der unteren Seite in diese Lücke 3 Stäbchen rein. 1, 2 und 3 und dann verbinden wir das Ganze wieder mit der anderen Seite, indem wir hier einfach wieder eine Kettmasche reinmachen. Dafür steche ich hier wieder von unten in diese Lücke rein und ziehe mir den Faden dann einfach hier durch. Dann gehe ich weiter zur nächsten Lücke. Hier mache ich auch wieder 3 Stäbchen rein. Und das dritte Stäbchen und verbinde es dann wieder mit der gegenüberliegenden Lücke und steche hier auch wieder von unten rein und mache einfach eine Kettmasche. Und so geht ihr jetzt hier die komplette Schulterseite einmal entlang, bis ihr hier unten angekommen seid. Und hier oben in diese letzte Ecke habe ich auch einfach jetzt 3 Stäbchen reingemacht und habe das Ganze hier auf der anderen Seite verbunden, indem ich auch hier in diese Ecke eine Kettmasche reingemacht habe. Und bis hierhin macht ihr jetzt beide Seiten identisch und ab jetzt kommt eine ganz kleine Änderung, weil wir müssen jetzt natürlich den Rücken noch ein bisschen breiter häkeln, weil ich lege mir das mal hier so hin, damit ihr das besser sehen könnt. Also hier diesen Ärmel haben wir ja jetzt oben fixiert. Wir haben hier die Schulternaht gemacht und jetzt haben wir halt hier unsere Rückseite und unsere Vorderseite. Ich habe das Ganze schon einmal parallel, also gespiegelt gehäkelt und habe dann jetzt hier ein Stück, wo nach hier der Ärmel geht und weil ihr braucht natürlich jetzt 2 unterschiedliche Stücke. Beim Cardigan ist es ja so, dass wir 2 Vorderteile haben und der Rücken ist ein bisschen breiter und wird dann mit dem anderen Stück dann hier am Ende verbunden, dass wir halt hier ein Rückenteil quasi haben und vorne haben wir dann ja hier ein Stück, wo das Ganze offen ist, damit es halt eben so Cardigan und Jackenmäßig ist. Und das bedeutet, wir müssen jetzt noch ein paar Reihen an den Rücken dran häkeln. Ich zeige euch das jetzt einmal an dem Stück, was ich schon gehäkelt habe. Und zwar, wie ihr seht, ist das halt genau andersrum. Ich habe jetzt hier auch meinen Ärmel. Hier ist die Schulternaht und das Ganze ist jetzt so rum. Hier ist mein Vorderteil, das ist mein Rückteil, also das ist am Rücken und das ist halt so ein bisschen breiter. Und genau das wollen wir jetzt auch auf der anderen Seite erreichen und dann quasi den Rücken halt später hier zusammen häkeln. Hier oben ist jetzt unser Faden und wie gesagt, einmal müssen wir jetzt ein Stück häkeln, wo wir von hier oben aus hier an dieser Seite entlang häkeln und auch hier unten dann noch entlang häkeln und zwar bis hier, damit wir den Cardigan natürlich auch noch ein bisschen verlängern, weil mir ist der nicht lang genug. Wenn ihr einen kurzen haben wollt, dann könnt ihr das Ganze auch so lassen und nur bis
hier an diese Stelle häkeln, also nur diese Längsseite, aber ich wollte es halt auch eben länger haben, deswegen habe ich jetzt hier die Seite auch noch mit gehäkelt. Und wie gesagt, die Seite habe ich aber schon gemacht, deswegen müsst ihr dann bei der zweiten Seite das Ganze einmal parallel machen, also nicht diese Seite entlang häkeln, sondern ich drehe die mal weg. Wir müssen jetzt hier einmal entlang häkeln, diese Seite, und um den Cardigan zu verlängern, dann auch noch hier unten einmal entlang. So, dafür machen wir jetzt hier als erstes wieder 3 Luftmaschen, um in die Höhe zu kommen. Und wenn ich das so ein bisschen auseinanderziehe, dann seht ihr, dass hier auch so eine kleine Lücke entstanden ist. Ich mache jetzt mal ein bisschen näher wieder, ich zoome ein bisschen ran. Und hier in diese Lücke machen wir jetzt noch zusätzlich 2 Stäbchen. Und danach häkeln wir im gleichen Muster wieder weiter. Also wir machen jetzt wieder eine Luftmasche und arbeiten jetzt hier in jede Lücke wieder ganz normal, arbeiten wir jetzt 3 Stäbchen rein. Und dann haben wir natürlich gleich auch hier die Ecke, wo wir dann auch wieder ganz normal reinarbeiten, und zwar 3 Stäbchen plus eine Luftmasche plus nochmal 3 Stäbchen. Und wenn wir hier dann am Ende angekommen sind, dann machen wir hier in diese Ecke einfach ein Stäbchen rein, aber das würde ich sagen, zeige ich euch dann gleich nochmal, wenn ich einmal hier die komplette Seite entlang gehäkelt habe, hier in der Ecke auch angekommen bin und hier dann die Seite weiter gehäkelt habe. So, ich bin jetzt hier am Ende angekommen. Ich habe jetzt hier meine letzte Ecke und wie gesagt, mache ich jetzt hier in diese Ecke nur ein Stäbchen rein. Und damit habe ich nämlich hier so eine gerade Kante, also eine gerade Linie geschaffen. Und um in die nächste Runde oder Reihe zu kommen, mache ich dann wieder 3 Luftmaschen, drehe das Ganze um. Und jetzt mache ich einfach genau das Gleiche, wie ich eben gemacht habe. Und zwar macht ihr das jetzt so viele Reihen, bis ihr die gewünschte Breite von eurem Rücken erreicht habt. Also auch da probiert es am besten immer mal wieder zwischendurch an, um zu sehen, ob ihr jetzt, ob der Rücken jetzt breit genug ist. Bei mir war das jetzt der Fall, dass ich jetzt noch 5 Reihen insgesamt so gehäkelt habe. Und am Ende bin ich dann hier unten, also unterhalb beim Cardigan wieder gelandet, da wo ich jetzt quasi auch bin. Und danach habe ich jetzt hier einfach nur noch immer diese Reihe entlang gehäkelt, hin und her, um den Cardigan einfach noch zu verlängern, ohne dass ich jetzt noch zusätzlich den Rücken breiter mache. Also da habt ihr natürlich auch Spielraum und könnt dann sehr gerne auch einfach noch am Ende den Cardigan in der Länge halt anpassen. Ich habe jetzt hier meine beiden Teile, beziehungsweise meine beiden Rückenteile. Und jetzt werde ich das, genau wie ich das an den Schultern jeweils gemacht habe, auch am Rücken machen. Und zwar setze ich dann jetzt hier in der Ecke meinen Faden an, fange dann an mit 3 Luftmaschen, mache dann hier in diese Ecke eine Kettmasche, um das Ganze zu verbinden. Und dann, wie gesagt, genau gleich, wie ich das auch bei den Schultern gemacht habe, mache ich dann hier in diese nächste Lücke eine Gruppe von 3 Stäbchen rein, suche mir dann hier die Gruppe und mache hier eine Kettmasche rein. Und so verbinde ich dann eben diese beiden Rückteile, sodass ich einen ganzen Cardigan dann jetzt schon mal habe. Und danach müssen wir dann nur noch die Arme machen und die Bündchen. Als nächstes wollen wir unseren Ärmel häkeln. Und dafür nehme ich mir dann wieder hier meinen neuen Faden und das ist jetzt hier mein Armstück. Hier oben hatte ich das an der Schulter zusammengehäkelt und ich drehe das Ganze jetzt einmal um, dass ich jetzt hier an meinem Unterarm quasi bin. Und hier setze ich jetzt den neuen Faden an, ziehe ihn dann einfach durch und mache dann jetzt 3 Luftmaschen. Und die gelten wieder als erstes Stäbchen und ich mache jetzt genau in dem gleichen Muster weiter, wie wir die ganze Zeit jetzt schon gehäkelt haben. Also zusätzlich zu diesem ersten Stäbchen hier kommen jetzt noch 2 weitere. 1 und 2. Danach mache ich dann eine Luftmasche und dann häkel ich hier in die nächste Lücke mein nächstes Grüppchen rein.
Und am Ende der Runde dann macht ihr das auch ganz normal, wie wir das die ganze Zeit schon gemacht haben. Also ihr macht dann eine Kettmasche hier oben in die dritte Luftmasche rein und geht dann in Kettmaschen hier bis zur Lücke. Und hier fangt ihr dann mit der neuen Runde an. Auch wieder erstmal mit 3 Luftmaschen und dann 2 Stäbchen und so weiter, bis ihr dann die gewünschte Länge von eurem Ärmel erreicht habt. Wenn wir dann so weit gehäkelt haben, dass wir unsere gewünschte Armlänge erreicht haben, dann wollen wir jetzt natürlich noch ein Bündchen hier an den Ärmel dran machen. Und dafür müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir hier jetzt so ein bisschen schmaler werden, weil das Bündchen soll natürlich dann eng am Handgelenk anliegen, damit das halt schön fest ist und da nicht so rumschlabbert. Und deswegen werde ich jetzt hier noch mit der weißen Wolle erstmal in festen Maschen einmal komplett rumgehen und Abnahmen machen, damit es halt eben schmaler wird. Und dafür gehe ich, wie gesagt, einfach jetzt in festen Maschen rum und mache meine Abnahmen. Also ich bin jetzt hier wieder am Anfang der Runde. Ich mache jetzt als allererstes mal eine Luftmasche, weil ich jetzt mit einer festen Masche starten möchte und steche dann jetzt hier in diese erste Masche rein und hole mir den Faden. Aber ich beende die feste Masche jetzt nicht, sondern ich steche jetzt direkt in die Masche daneben ein, hole auch da den Faden und jetzt habe ich 3 Schlaufen auf der Nadel drauf liegen. Jetzt hole ich mir den Faden und ziehe ihn durch alle 3 Schlaufen durch. Und damit habe ich jetzt meine erste Abnahme gemacht, denn ich habe jetzt aus 2 Maschen eine gemacht. Und so geht ihr jetzt einmal komplett entlang. Also ich steche jetzt hier wieder in die nächste Masche ein, hole mir den Faden und dann steche ich direkt in die nächste Masche, also in dem Fall ist es ja hier diese Lücke, ein, hole den Faden, habe wieder 3 Schlaufen auf der Nadel, hole mir den Faden und ziehe ihn durch alle 3 Schlaufen durch. Und so geht ihr jetzt, wie gesagt, einmal komplett die ganze Runde entlang, bis ihr dann wieder am Anfang angekommen seid und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt einmal rum. Hier ist wieder meine erste feste Masche der Runde und das Ganze ist mir jetzt aber immer noch zu breit. Und deswegen werde ich jetzt noch eine Runde dranhängen, wo ich jetzt nochmal jeweils in jeder Masche eine Abnahme mache. Und dafür schließe ich die Runde jetzt wieder mit einer Kettmasche in die erste feste Masche, mache eine Luftmasche und fange jetzt hier wieder von vorne an. Also ich gehe rein, hole mir den Faden, steche dann in die nächste Masche rein, hole mir den Faden und ziehe durch alle 3 Schlaufen durch. Und das mache ich jetzt, wie gesagt, nochmal mit jeder Masche und danach, wenn ich hier mit der Runde fertig bin, dann fange ich mit meinem Bündchen an. So, das sieht jetzt schon sehr viel besser aus. Also das ist jetzt nicht mehr zu breit, aber mein Arm passt trotzdem noch sehr gut da durch. Das heißt, das ist jetzt die richtige Länge bzw. Breite. Und ich habe mir jetzt hier gerade noch die erste feste Masche einmal markiert mit einem Maschenmarkierer, einfach damit ich das besser sehe und nicht im Eifer des Gefechts da einfach drüber hinweg häkle, weil das passiert mir schon mal gerne. Deswegen würde ich euch empfehlen, dass ihr da jetzt auch einfach die Maschen markiert, wenn ihr da jetzt nicht sicher seid, wo die Runde anfängt. Und dann kann ich das jetzt rausnehmen und schließe das Ganze mit einer Kettmasche. Und dann geht es jetzt weiter mit unserer blauen Farbe und den weißen Faden, den kann ich jetzt schon mal abschneiden, aber ich lasse jetzt hier noch einen relativ langen Faden dran, um das am Ende halt eben gut zu verknoten und zu vernähen, weil es soll natürlich nicht aufgehen, besonders bei einem Kleidungsstück, was man ja trägt und was dann halt vielleicht auch am Arm reibt und deswegen müssen wir es am Ende auf jeden Fall noch gut vernähen. Ich habe mir jetzt hier schon meinen blauen Faden hingelegt, weil den blauen Faden, den möchte ich jetzt für das Bündchen benutzen. Und dann lege ich mir den zurecht. Auch hier wieder darauf achten, dass da so ein gutes Stück vom Faden noch übrig bleibt, um das am Ende zu vernähen. Und dann mache ich jetzt mit meiner blauen Farbe Luftmaschen. Und zwar so viele Luftmaschen, wie ihr für euer Bündchen haben möchtet. Also so lang, wie euer Bündchen sein soll. Und ich werde jetzt, glaube ich, 5 Stück machen. Ich denke, das reicht mir, beziehungsweise ich mache noch ein 6. Okay, das ist gut. Und dann braucht ihr noch eine Wendeluftmasche. Und jetzt häkeln wir einfach im Rippenmuster
Und die erste Reihe ist halt erstmal ganz normal. Hier häkelt ihr jetzt in jede Masche eine feste Masche rein. Also ihr stecht in die zweite Masche hier ein und macht einfach eine feste Masche. Dann geht ihr zur nächsten Masche und auch hier macht ihr eine feste Masche. Daneben in die Masche auch. So, bis ihr unten angekommen seid. Okay, und jetzt müssen wir das Ganze natürlich mit unserem Cardigan ja verbinden. Und deswegen steche ich jetzt hier in diese nächste Masche rein und mache hier eine Kettmasche. Danach mache ich dann eine Luftmasche, die wieder, also eine ganz normale Wendeluftmasche, drehe das Ganze um und jetzt, wie gesagt, beginnt unser Bündchenmuster. Und zwar, wenn ich hier so von oben drauf gucke, dann sieht man ja hier das vordere Maschenglied und das hintere Maschenglied. Und wir arbeiten jetzt nur in das hintere Maschenglied rein, also in das hier. Das heißt, wir stechen von oben rein und nehmen jetzt nur das hintere Maschenglied auf und machen dort eine feste Masche. Und so gehen wir jetzt in jede Masche rein und machen eine feste Masche nur in das hintere Maschenglied. Und danach macht ihr wie immer eine Wendeluftmasche, dreht eure Arbeit wieder um. Und jetzt machen wir das gleiche wieder zurück. Das heißt, wir stechen von oben ein, nehmen nur das hintere Maschenglied auf und machen unsere feste Masche. Und so geht ihr jetzt euer gesamtes Bündchen einmal entlang. Hier bin ich jetzt wieder unten angekommen. Jetzt gehe ich hier zu der nächsten Masche, zu dieser hier, steche hier ein und mache eine Kettmasche. Danach dann eine Luftmasche, drehe die Arbeit um und häkel jetzt ganz normal weiter in festen Maschen, immer nur in das hintere Maschenglied. Und das macht ihr jetzt, bis ihr komplett einmal rum seid und damit habt ihr dann euer Bündchen. So, ich bin jetzt hier einmal rum und muss jetzt natürlich noch beide Seiten hier miteinander verbinden, damit ich halt ein geschlossenes Bündchen habe. Und dafür mache ich dann jetzt hier erstmal eine Luftmasche. Und ich gehe jetzt auf dieser Seite immer nur in das vordere Maschenglied rein und nehme auf der anderen Seite nur das hintere Maschenglied auf. Also wenn ihr hier mal von oben drauf schaut, dann seht ihr, hier ist das vordere, hier ist das hintere Maschenglied. Und hier kann man das auch gut sehen, hier ist das hintere Maschenglied, wenn ich so rumhalte, und hier das vordere Maschenglied. Und wie gesagt, ich habe ja jetzt schon meine Luftmasche gemacht. Drehe ich mir das Ganze so ein bisschen und ich steche jetzt auf dieser Seite von unten ein und nehme nur das vordere Maschenglied auf. Und hier auf dieser Seite, hier ist das vordere Maschenglied und hier das hintere, hier nehme ich nur das hintere auf und mache dann jetzt hier eine Kettmasche. Und dann gehe ich weiter zu der nächsten Masche. Auch hier nehme ich nur das vordere Maschenglied auf und auf der anderen Seite nur das hintere und macht dann eine Kettmasche. Und so geht ihr jetzt die ganze Reihe einmal entlang, bis ihr dann unten angekommen seid und dann könnt ihr euren Faden abschneiden. Ihr könnt den Cardigan dann jetzt so schon lassen, wenn ihr das so mögt. Ihr könnt hier gerne auch noch einfach mal mit einer Reihe festen Maschen drumherum gehen, dass es so ein bisschen sauberer aussieht. Ich werde jetzt hier auch noch jeweils ein Bündchen machen. Und zwar werde ich das jetzt in 3 Teile aufteilen, beziehungsweise nie in 4. Und zwar mache ich jetzt erstmal hier unten in der Reihe feste Maschen rein, aber allerdings ohne Abnahmen, also nicht genau gleich wie wir das beim Ärmel gemacht haben, sondern ich werde einfach hier in jede Masche eine feste Masche reinmachen, dass ich da so eine Grundlage habe für das Bündchen.
Und dann werde ich, wie wir das beim Ärmel gemacht haben, einfach hier im Rippenmuster einmal komplett entlang gehen, damit ich dann hier die komplette untere Seite schon mal mit dem Bündchen habe. Danach werde ich das gleiche dann machen, hier einmal für den Nackenabschnitt. Also hier gehe ich dann auch in festen Maschen einmal entlang, dass das ein bisschen versäubert auch ist. Und mache dann hier auch mein Bündchen dran und danach mache ich das gleiche noch hier einmal für die linke Seite und hier für die rechte Seite. Und dann habe ich überall mein Bündchen. Und dann müssen wir als allerletztes eben noch die Aufgabe machen, vor der ich mich schon die ganze Zeit drücke und die ich am allerwenigsten mag. Und zwar ist das, die Fäden zu verknoten und zu vernähen. Das werde ich dann aber auch nicht mehr laufend vor der Kamera machen, weil mir das dann zu kompliziert ist beim Filmen. Das werde ich dann separat noch machen und ihr macht das dann auch bei euch und dann ist der Cardigan fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig über ein Like, einen Kommentar und natürlich auch über ein Abo von euch freuen. Damit unterstützt ihr nämlich mich und meinen Kanal dabei weiter zu wachsen. Und denkt auch dran, mich bei Instagram zu markieren, damit ich eure Ergebnisse angucken kann. Ich hinterlasse euch jetzt hier noch weitere coole Anleitungen, die ihr unbedingt ausprobieren solltet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!